Abenteuer pur. Mit der aufblasbaren Küche im Flieger nach Lanzarote, wie das Ganze funktioniert und was wir alles erlebt haben, all das natürlich in diesem Video. Hey, windig ist es! Herzlich willkommen damit zu diesem Abenteuervideo bei Fan4Van. Mein Name ist Markus und heute geht es wirklich um Campingabenteuer pur. Denn ich bin mit dem Benny zusammen nach Lanzarote geflogen. Wir haben in unserem Sportgepäck Gleitschirme dabei und wir haben in unserem Sportgepäck eine Küche bzw. zwei Küchen und zwei aufblasbare Betten mit dabei. Warum? Weil wir uns hier auf Lanzarote einfach nur zwei PKWs gemietet haben oder beziehungsweise so kleine Busse gemietet haben und die selber zum Campingbus ausbauen, weil es einfach auch viel günstiger ist und wir damit auch noch mal ganz andere Sachen erleben können. Aber jetzt der Reihe nach. Eines ist mir ganz wichtig für die Transparenz dieses Videos. Stuff Bubble, das ist Benny und ich. Also diese Firma Stuff Bubble, das sind wir. Deswegen blende ich hier auch irgendwo Werbung ein, damit das bei euch nicht falsch rüberkommt. Denn natürlich werde ich in diesem Video auch dieses Produkt geil finden, weil sonst würde ich es ja nicht bauen. Es soll aber nicht darum gehen, dass ich euch von dieser Küche überzeugen möchte in diesem Video, sondern ich möchte euch einfach nur erklären, weil mich ganz viele Leute gefragt haben, was habt ihr denn davor? Aufblasbare Möbel, warum? Und da gibt es ganz viele Gründe für und einen möchte ich euch eben heute in diesem Video zeigen. Im ersten Teil erkläre ich euch ganz kurz, warum es zu dieser Reise kam und was wir bei dieser Reise vorhaben. Und dann nehme ich euch mit, ich erkläre euch ganz kurz, wie die Küche funktioniert und wie das Ganze alles vonstatten geht und zeige euch dann auch nochmal beeindruckende Bilder von unserem Roadtrip hier. Und damit würde ich sagen, wünsche ich uns allen ganz viel Spaß bei diesem Video und wir starten gleich mal mit den Informationen zur Reise überhaupt. Ja, warum jetzt also diese Reise nach Lanzarote? Ganz einfach. Der Benny und ich sind unterwegs, weil wir Fotos machen müssen für unsere Luftmöbel und weil wir Abenteuer lieben. Und das haben wir hier absolut. Worum geht's? Wir haben Luftmöbel gebaut. Das war Bennys Idee. Der baut eigentlich Gleitschirme. Man hat gesagt, aus Stoff kann man so viel unterschiedliche Sachen machen. Da habe ich mir gedacht, boah, da hat er echt recht. Und gerade für uns Camper macht das wahnsinnig viel Sinn, weil wir darauf angewiesen sind, ja, leicht unterwegs zu sein, weil unsere Fahrzeuge an sich schon so schwer sind. Es kommt noch hinzu, dass man damit natürlich irre Platz sparen kann, wenn du die Möbel nicht brauchst. Entweder im Fahrzeug, aber auch zu Hause in der Garage oder im Keller. Ja, und das sind alles so Punkte, die absolut für Möbel aus Textilien in Kombination mit Luft sprechen. Textilien in Kombination mit Luft kann man wahnsinnig stabil bauen. Und genau das wollen wir unter anderem hier nicht nur testen und prüfen, sondern auch fotografieren und in Videos festhalten, damit wir das dann auf der CMT groß präsentieren können. Das war also der Beweggrund, warum wir hier auf Lanzarote geflogen sind. Wie haben wir das Ganze gemacht? Wir haben die Küche eingepackt, samt Kühlschrank, samt Wasserkreislauf und alles, was man eben braucht an der Küche. Haben unser Bett mit eingepackt und zwar alles als Sportgepäck. Haben unsere Gleitschirme dazugelegt, haben normales Gepäck mitgenommen und sind einfach hier nach Lanzarote geflogen. Dort haben wir uns dann ganz normale PKWs ausgeliehen. Das ist nicht ganz richtig. Wir haben uns einfach größere PKWs ausgeliehen, also Minivans und Kleinbusse. Und sind mit denen jetzt auf der Insel on Tour. Und diese kleinen Fahrzeuge haben wir einfach mit unseren Mitbringseln zum Camper ausgebaut. Das heißt, wir haben jetzt eine vollwertige Küche und einen vollwertigen Schlafplatz. Perfekt. Ja, und das Ganze ist nicht nur ideal, weil wir es in diesen 6 Tagen gar nicht erst mit unseren eigenen Campern bis auf Lanzarote geschafft hätten, sondern auch preislich ist das ganz interessant. Der Flug hin und zurück pro Person hat 240 € gekostet. Dazu kommt allerdings noch das Sportgepäck und zwar für Küche, für das Bett und natürlich auch für die Gleitschirme und das hat hin und zurück 160 € on top gekostet. Und dann haben wir natürlich noch die Fahrzeuge gemietet. Der Caddy hat mich 340 € gekostet. Ich habe ihn etwa 1,5 Wochen vor dem Flug gebucht. Den Ford haben wir erst direkt am Flughafen gebucht und deswegen hat er uns dort 410 € gekostet. Man kann ihn aber durchaus auch für 280 € bekommen. Man kann natürlich auch direkt vor Ort Camper buchen, die fangen aber erst bei 72 € am Tag an. Und dann kannst du dir ausrechnen, wie viel teurer das am Ende kommt. Soweit also der finanzielle Part und jetzt zeigen wir euch mal, wie die Küche funktioniert und wie sie überhaupt erstmal aufgebaut wird. Und zuallererst räumt der Benny alles raus, was wir während dem Transport in der Küche drin transportiert hatten und damit hat die Küche gerade mal 9 cm in der Höhe gemessen. Ja, und dann heißt es nur noch aufpumpen, den Küchenkorpus mit maximal 5 PSI, dann hast du ordentlich Druck, dass du die Küche mit bis zu 120 Kilogramm belasten kannst. Das Ganze kannst du mit einer elektrischen Pumpe machen, so wie wir, dann ist das in weniger als einer Minute aufgepumpt. Du kannst das Ganze aber natürlich auch mit einer Handpumpe aufpumpen. Nur noch die Verschlusskappe drauf und jetzt kannst du dich um den Kühlschrank kümmern. Auch der ist aufblasbar, da spart zum einen enorm viel Platz, wenn du ihn nicht benötigst. Auf der anderen Seite isoliert er mit diesen Luftkammern hervorragend. Du bläst ihn mit 1,6 PSI maximal auf.
Danach kannst du dich um dein Schneidebrett kümmern, denn das ist natürlich kein gewöhnliches Schneidebrett. Du kannst es entweder als Abdeckung verwenden, wenn du deinen Kühlschrank nicht mitnehmen möchtest. Du kannst es direkt über der Spüle verwenden, um Sachen zu schneiden. Oder, so wie hier der Benny, du kannst es als Arbeitsplatzerweiterung verwenden, entweder direkt vor der Küche, dafür sind extra so kleine Fiberglasstäbchen dabei, oder auch an der Seite der Küche. Jetzt folgt die einfache Installation des Wassersystems. Wir nehmen dazu einmal den Frischwassersack und packen den auf die rechte Seite zwischen den beiden Seitentubes. Das ist optimal und genau dafür ist auch dieser Wassersack ausgerichtet. Man kann ihn fixieren mit 2 Konnektoren, damit er nicht umkippt. Und dasselbe machen wir dann mit dem Abwassersack. Hierfür sind 2 Konnektoren bei den Mitteltubes. Das ist auch wieder optimal. Damit kann man den Platz unter der Spüle optimal nutzen, um andere Gegenstände noch unterzubringen. Bevor wir jetzt das Waschbecken einsetzen können, verbinden wir noch den Abwasserschlauch mit dem entsprechenden Sack und natürlich auch das Frischwasser mit einem Schlauch, der dann hinten aus der Küche durch einen Reißverschluss ausgeführt werden kann, um ihn dann oben mit dem Dometic Wasserhahn zu verbinden, der übrigens ganz smart über eine Magnetplatte seinen Halt auf der Küche findet. Und zusammen mit der praktischen Faltbox kannst du jetzt deine Küche bestücken und natürlich kochen, egal an welchem Ort dieser Welt. Viel Spaß und guten Appetit! So, und jetzt wollen wir euch mal zeigen, wie das Ganze mit dem Bett funktioniert. Dazu haben wir das Ganze draußen aufgebaut, denn hier kann man alles viel besser erkennen und auch erklären als im Fahrzeug, weil da sieht man nicht die ganzen Details. Wir wollen jetzt mal davon ausgehen, dass wir hinten im Kofferraum eine Küche stehen haben, so wie wir jetzt unterwegs waren, und wir vorne erstmal keine Sitze eingebaut haben, also wir die Sitze aus den Fahrzeugen entfernt haben. Dann braucht man nämlich einen Distanzer. Generell haben wir jetzt 3 Teile für dieses Bett. Wir haben einmal den Distanzer, einmal den aufblasbaren Bettrahmen und dann natürlich noch die komfortable Matratze. Als erstes baut Benny den Bettrahmen auf. Dieser besteht aus 3 Teilen, die jeweils zu 5 PSI aufgepumpt werden. Mit den Konnektoren kann man diese 3 Teile zu einem festen, starren Bettrahmen zusammenfügen. Und das Besondere ist, je nach Fahrzeugkonfiguration kann man diese 3 Teile unterschiedlich zusammenbauen, sodass sich immer eine ideale Bettrahmenkonstruktion ergibt. Damit der Bettrahmen nun auf derselben Höhe nivelliert liegt, müssen wir noch einen Distanzer aufpumpen und das macht der Benny jetzt als nächstes. Somit haben wir dieselbe Höhe von 45 cm wie auch die Küche, denn wir haben ja gesagt, in unserem Fall haben wir jetzt erstmal keine Sitze im Fahrzeug verbaut. Dazu kann man alle 4 Luftkammern des Distanzers aufblasen. Das Ganze funktioniert natürlich über ein Ventil. Damit der Distanzer die notwendige Stabilität aufweist, wird auch er bis maximal 5 PSI aufgepumpt. Die bunte Außenhülle ist dafür übrigens nicht notwendig. Wir haben sie aber mitgenommen, weil sie uns als Transportcase für das gesamte Bett inklusive Matratze, aber auch die Küche diente. Mit weiteren Konnektoren kann man dann den Bettrahmen an der Küche, aber auch am Distanzer anbringen, sodass das Ganze einen festen Halt hat und im Fahrzeug nicht verrutscht. Benny hat jetzt den Bettrahmen so zusammengebaut, dass man vorne immer wieder an den Distanzer rankommt, denn der dient gleichzeitig auch natürlich als Staufach, aber dazu kommen wir später nochmal. Jetzt kommt der kleine Schlafdiamant, die Matratze, und die hat es wirklich in sich. Die ist einmal 5-lagig und dadurch sehr bequem und vor allem nicht einfach nur eine Luftmatratze, sondern auch sehr atmungsaktiv, was für einen angenehmen Schlaf absolut erforderlich ist. Das Besondere ist aber, dass sie nicht nur 5-lagig ist, sondern sie ist auch in 3 Zonen aufgeteilt. Diese 3 Zonen kann man mit unterschiedlichem Luftdruck befüllen, sodass man an unterschiedlichen Körperteilen unterschiedlichen Druck erzeugen kann, was für sehr angenehmen Schlaf sorgt und gerade bei Rückenproblemen super komfortabel und angenehm ist, sodass du eben keine Rückenschmerzen mehr hast, wenn du am nächsten Morgen aufwachst. Du kannst diese Matratze entweder direkt über die 3 Zonen unterschiedlich mit Luft befüllen oder du befüllst sie über ein Hauptventil und separierst anschließend mit den entsprechenden Luftkammerclips. Die Matratze darfst du mit maximal 1,5 PSI befüllen. Bei Bedarf kannst du jetzt auch noch die Matratze mit dem Bettrahmen fest verbinden, sodass du wirklich kein Rutschen mehr im Fahrzeug hast. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn du fertig bist. Das musst du dir jetzt natürlich noch in deinem Fahrzeug vorstellen. Und so sieht das Ganze übrigens aus, wenn ich an meinem Distanzer keine bunte Außentasche angebracht haben möchte. Und hier kann man es jetzt sehr gut sehen. Das Besondere ist, wir haben hier wirklich eine reine Luftkonstruktion und trotzdem müssen wir natürlich Unebenheiten im Fahrzeug überbrücken können und deswegen müssen wir für eine gerade Oberfläche der Matratze sorgen. Das macht der Bettrahmen und der ist so steif, dass ich wirklich sämtliche Unebenheiten in meinem Fahrzeug bis hin zu kompletten Löchern problemlos überwinden kann.
Jetzt gucken wir uns aber nochmal gemeinsam an, was ist, wenn ich die Stühle nicht aus dem Fahrzeug herausmontieren kann, weil ich sie entweder gar nicht mechanisch herausnehmen kann oder weil ich sie nirgendwo lagern kann. Wie in unserem Fall bei der Autovermietung durften wir die Sitze nicht stehen lassen, also haben wir sie natürlich mitgenommen, einfach nur umgelegt. Jetzt hast du aber das Thema, dass du trotzdem noch eine gewisse Distanz hast bei der Höhennivellierung im Vergleich zur Küche. Das ist aber überhaupt kein Problem, denn du kannst diesen Distanzer in 4 Luftabschnitte einteilen. Das bedeutet, wir klemmen einfach die Abteile ab, die wir für die Distanz brauchen und bei den anderen lassen wir die Luft aus. So einfach ist das Ganze. Das heißt, zusammengefasst, mit dem Distanzer kannst du die Höhe stufenlos von 0 bis 45 cm genau so anpassen, wie du es für dein Fahrzeug brauchst. Und ich hatte es zuvor bereits erwähnt, es wäre natürlich fatal, wenn der Distanzer nur als Nivellierung für das Bett zuständig wäre. Nein, er dient natürlich auch als Staufach. Und zwar nicht nur der Distanzer, sondern genauso auch der Bettrahmen. Hier kannst du nützliche Utensilien für deinen Roadtrip unterbringen. Nun möchte ich euch noch kurz erklären, warum es Sinn macht, dass dieser Bettrahmen in 3 Teile unterteilt ist. Ich bin in meinem Fall mit einem kleineren Caddy unterwegs gewesen. Das bedeutet, wenn ich meine Liegefläche habe, dann liegt die auch über der Küchenfläche. Wenn ich tagsüber jetzt aber die Küche benutzen möchte, möchte ich da ja irgendwie rankommen. Und so bist du immer sehr flexibel und kannst alles so falten, wie du es haben möchtest. Du kommst auch immer an deine Staufächer ran und deswegen haben wir das so entsprechend unterteilt. Und der Benny zeigt euch das in diesem Fall einfach mal, wie ich das bei mir im Caddy immer genutzt habe. Das kannst du aber so benutzen, wie du es dann später für dein Fahrzeug entsprechend brauchst. Wir haben jetzt gesehen, wie man das Ganze transportiert. Wir haben gesehen, wie man das Ganze aufbaut. Und jetzt ist noch die Frage, wie ist es denn im alltäglichen Gebrauch? Der Benny und ich, wir sind jetzt an den Supermarkt gefahren, weil wir ein bisschen eingekauft haben. Alles, was wir halt so die nächsten Tage brauchen. Vom Trinkwasser angefangen bis hin zum Toilettenpapier. Alles, was du halt brauchst, um campen gehen zu können. Und jetzt richten wir hier noch unsere Fahrzeuge ein. Denn hier an dem Parkplatz haben wir A, Platz und vor allem viel Licht, bevor wir zu unserem Schlafplatz fahren. Benny packt noch seinen Poncho ein. Wie sieht's aus, Benny? Bist bereit? Fast. Ich muss nur noch das Wasser machen bei der Küche und dann geht's los. Ja, das schauen wir uns an. Also haben wir angefangen, die Trinkwasserkanister umzufüllen in unsere Trinksäcke. Warum? Man könnte natürlich einerseits auch direkt aus den Kanistern pumpen, aber während der Fahrt, wenn diese Kanister dann umkippen, dann gibt es eine Sauerei. Und deswegen haben wir uns entschlossen, das natürlich über unsere mitgenommenen Trinksäcke zu machen. Noch kurz die Schläuche angeschlossen, damit alles dicht ist für den Roadtrip, die Küche bestückt und was ich liebe, ist diese automatische Schiebetür. Keine hakenden Reißverschlüsse mehr, einfach geil. Ja, und dann ging es über Stock und Stein ab zu unserem ersten Übernachtungsplatz. Noch kurz einen Gin Tonic gegönnt, geschlafen und dann an diesem traumhaften Platz aufgewacht. Aber seht selbst. Ja, und dann ist das Thema Kochen natürlich auch noch ein wichtiges Thema. Wir haben uns Gasherde mitgenommen. Und da ist eines auch klar, im Flugzeug, die Gaskartuschen, das ist nicht so fein. Deswegen haben wir uns vor Ort einfach Gaskartuschen gekauft, die man überall in Europa ganz einfach erhält. Ja, und dann sind wir die Insel abgefahren. Kreuz und quer sind wir gefahren. Und da gab es auch noch mal was Spannendes. So, was mir übrigens auch auffällt, ist, dass wir hier kein Genackel und Geruckel und Gezuckel haben. Das ist mir immer sehr wichtig. Ich fahre jetzt gerade mal von einer sehr guten asphaltierten Straße runter in eine Schotterstraße. Und da ist der Ausbau das kleinste Problem. Und das ist auch wirklich geil. Ich habe mir da vorher gar keine Gedanken drüber gemacht. Aber jetzt fällt es natürlich auf, wenn man jetzt erstmal merkt, dass man nichts hört. Aber klar, es ist halt auch Stoff und Luft. Ja, und da haben wir da noch das Thema Hygiene. Und da geht es nicht nur ums Zähneputzen, sondern zum Beispiel auch ums Duschen. Und ich will euch zeigen, wie wir das gemacht haben. Ganz einfach, wir haben Wasser ins Waschbecken laufen lassen, sodass es nicht abfließen kann. Und haben dann einfach eine Tauchpumpe hineingelegt mit einer entsprechenden Pause und konnten dann hervorragend duschen. Wenn man so richtig, richtig Weichei ist, dann kann man sogar heißes Wasser ins Waschbecken einfüllen. Benny, mega Location hier. Ja, Aber wie ist das Nachhaltigkeit mit dem, du weißt schon was? mit dem Geschäft, Ja. Gastgeschäft.
Das hier. Immer ein Eimerchen dabei. Einmal dabei. Achtung, jetzt wird's spannend. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das sehen wollen. Achtung, Achtung. Ah! Gott sei Dank könnt ihr nicht riechen. Hier kommt das Geschäft rein und jetzt wird's übel. Meine Hand greift da rein. Und was ist drin? Katzenstreu. Genau, Gott sei Dank nur Katzenstreu. der ist noch frisch und rein. Ja, und damit ist das Thema Hygiene auch geklärt. Und was mich so richtig begeistert hat, ist, dass alles an Ort und Stelle war, obwohl es ja wirklich Mikrocamper waren. Die Verstaumöglichkeiten, das gibt ja so viel Struktur beim Camping, das hat wirklich richtig Spaß gemacht. Und wenn ihr das auch alles live sehen wollt, dann besucht uns einfach auf der CMT in Stuttgart von 17. bis zum 25. Januar in Halle 7, Stand A03. Jeder von euch ist ganz herzlich willkommen. Für mich war das wirklich beeindruckendste, dass ich mit diesem Konzept in sehr, sehr kurzer Zeit an unfassbar schöne Orte gekommen bin. Lanzarote Flughafen und wir haben eingecheckt auf dem Weg zurück. Und jetzt ist Zeit, Abschied zu nehmen von euch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich kann nur sagen, mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war so eine Freiheit, so Abenteuer. Ich war an Orten, an denen ich vorher einfach nie war. Und es war mega preiswert am Ende, weil wir einfach kein Wohnmobil gemietet haben. Also ich hatte richtig Spaß. Ich hoffe, ihr habt verstanden, warum wir diese Idee hatten, aufblasbare Möbel zu bauen. Das war jetzt eben ein Anwendungsfall. Es gibt natürlich noch viele weitere, dass du sagst, ich spare mir damit einfach Platz, wenn ich das zu Hause alles lagern möchte. Ich campe nicht oft und fahre deswegen einfach nur hin und wieder mal am Wochenende raus. Dann sind diese Möbel und ihre Funktionen genau die richtigen. Deswegen ist mir auch nochmal ganz wichtig bei diesem Video, mir ist völlig klar, dass nicht die ganze Welt auf aufblasbare Küchen gewartet hat. Aber es ist eben was absolut Neues und es wird der ein oder andere sich dabei ertappen, wo man sagt, hey, das wäre für mich genau das Richtige. In diesem Sinne, jetzt bin ich gespannt, was ihr davon haltet. Schreibt das mal unten alles in die Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, der Benni und ich werden euch Rede und Antwort stehen und wir freuen uns auf alles, was da kommt. Lasst gerne ein Like da für dieses Video. Das würde mich sehr freuen. Selbst wenn euch die Küche nicht gefällt, könnt ihr trotzdem einen Daumen nach oben lassen, denn dann haben wir euch ja bei der Kaufentscheidung auch geholfen. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute und ich sage ganz herzlichen Dank zum Benni. Benni, komm schnell rüber. Wir machen das schnell so. Komm, schaffen wir schon. Benni, geil war's. Bist ein geiler Tourguide. Hast mega Plätze gehabt. Danke, mega das ist Plätze. doch nett. Und wir sagen jetzt ciao und wünschen euch, egal mit welchen Küchen ihr unterwegs seid, immer ganz, ganz tolle Touren. Und das Wichtigste ist, dass ihr gesund und glücklich wieder zurückkommt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder, oder? Beziehungsweise sehen wir uns auf der CMT. Halle 7, Stand A03. Kommt vorbei, denn dann könnt ihr das alles anlangen und mit uns quatschen. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Ciao.